Lektion 1. Die Offenbarung der Rice Bowl. Gemüsereisschale? Oh, ich liebe Reisschalen. Gibt es noch andere Gerichte, die du mit Reis magst? Ich kombiniere es oft mit gegrilltem Gemüse. Fügst du auch eine Proteinquelle hinzu? Ich bevorzuge in Soja und Ingwer marinierten Tofu. Hast du Tempeh mit würziger Glasur probiert? Ich habe es einmal versucht und mir hat die Textur gefallen. Variieren Sie die Körner neben weißem Reis? Ich verwende braunen Reis und manchmal kurzkörnige Gerste. Verändert die Getreidewahl den Geschmack stark? Verschiedene Körner verändern Textur und Nährwert. Bereitest du Saucen meistens von Grund auf zu? Ich mache einfache Dressings mit Zitrus und Sesamöl. Schließt ihr fermentierte Lebensmittel ein, um die Tiefenwirkung zu erhöhen? Gelegentlich füge ich Kimchi oder eingelegte Gurken hinzu. Kochst du Reis in einem Reiskocher oder auf dem Herd? Ich verwende einen Reiskocher für gleichbleibende Ergebnisse. Spülen Sie den Reis vor dem Kochen ab? Ich spüle immer ab, um überschüssige Stärke zu entfernen. Würzt ihr den Reis, während er kocht? Manchmal füge ich ein Lorbeerblatt oder einen Spritzeressig hinzu. Toppst du Schalen mit frischen Kräutern? Frischer Koriander und Schnittlauch verschönern das Gericht. Halten Sie die Präsentation für wichtig für YouTube? Die Präsentation zieht die Zuschauer an und signalisiert Aufmerksamkeit. Filmen Sie aus Gründen der Klarheit Luftaufnahmen? Overhead-Aufnahmen zeigen Ebenen und Texturen gut. Diskutieren Sie mit Ihrem Publikum über Ernährung? Ernährungstipps verleihen den Inhalten einen pädagogischen Wert. Bevorzugen Zuschauer schnelle Rezepte oder lange Erzählungen? Viele bevorzugen prägnante Rezepte mit klaren Schritten. Verwenden Sie Influencer-Trends, um Rezepte zu inspirieren? Trendgeschmacksrichtungen können das Engagement dramatisch steigern. Könnte sich dieser Ansatz manchmal unauthentisch anfühlen? Vielleicht, wenn Trends den persönlichen Geschmack überwiegen. Wie balanciert man Trend und Authentizität? Ich passe Trends an meinen Stil an und erkläre Entscheidungen. Denken Sie, dass Kontroversen die Anzahl der Besucher erhöhen können? Kontroversen können das Interesse wecken, aber das Vertrauen schädigen. Wäre es umstritten, über traditionelle und moderne Rezepte zu streiten? Debatten über Authentizität führen oft zu hitzigen Diskussionen. Beziehen Sie bei der Präsentation von Gerichten den kulturellen Kontext mit ein? Der Kontext zeigt Respekt und vertieft das Verständnis des Publikums. Haben Sie jemals eine Gegenreaktion auf ein Fusionsrezept erlebt? Einmal verärgerte ein Fusionsgericht Puristen in den Kommentaren. Wie haben Sie auf die Kritik reagiert? Ich erklärte die Inspiration und lud respektvoll zum Dialog ein. Hat diese Reaktion die Kontroverse beruhigt? Es reduzierte die Feindseligkeit und führte zu einem konstruktiven Austausch. Ermutigst du die Zuschauer, Variationen auszuprobieren? Ich ermutige zum Experimentieren mit klaren Anleitungen. Bieten Sie Ersatzprodukte für eingeschränkte Diäten an? Ich präsentiere glutenfreie und natriumarme Alternativen. Besprechen Sie Einkaufstipps und Budgetierung? Die Budgetberatung macht Rezepte für mehr Zuschauer zugänglich. Bieten Sie Schätzungen zum Zeitpunkt und zur Vorbereitung an?
Zeitschätzungen helfen den Zuschauern, effektiv zu planen. Schließt ihr einen Abschnitt über Messerfertigkeiten ein? Grundkenntnisse im Umgang mit Messern erhöhen die Sicherheit und Effizienz. Demonstrieren Sie Marinierungstechniken? Ich zeige, wie man in kürzester Zeit mariniert, um maximalen Geschmack zu erzielen. Schlagen Sie vielbeschäftigten Lernenden Optionen zur Zubereitung von Mahlzeiten vor? Die Zubereitung von Mahlzeiten sorgt für Konsistenz in der Sprach- und Kochpraxis. Kombinierst du Rezeptschritte mit Wortschatzerklärungen? Die Vokabelkartierung unterstützt den Spracherwerb auf natürliche Weise. Erstellen Sie Bildschirmunterschriften für Lernende? Bildunterschriften verbessern das Verständnis und die Aussprache. Empfehlen Sie Küchengeräte, die am wichtigsten sind? Ein scharfes Messer und eine gute Pfanne machen einen großen Unterschied. Geben Sie Tipps zum Plattieren, um optisch ansprechend zu sein? Einfache Kompositionsregeln verbessern die Wahrnehmung des Betrachters. Diskutieren Sie über Lebensmittelsicherheit und Lagerung? Lebensmittelsicherheit ist unerlässlich und sollte nicht übersehen werden. Laden Sie Gastköche oder lokale Köche ein? Gastauftritte bringen neue Perspektiven und Glaubwürdigkeit. Achten Sie bei der Auswahl der Inhaltsstoffe auf Nachhaltigkeit? Nachhaltige Entscheidungen stehen im Einklang mit den wachsenden Werten der Zuschauer. Schlagen Sie saisonales Gemüse für die Reisschale vor? Saisonale Zutaten bieten besten Geschmack und niedrigere Kosten. Erklären Sie Umami und seine Rolle im Geschmack? Umami steigert die Zufriedenheit und bringt eine Schüssel ins Gleichgewicht. Empfehlen Sie fermentiertes Miso für Umami? Miso verleiht Tiefe und nützliche Probiotika. Modellieren Sie Schritt für Schritt Mise en place? Mise en place optimiert das Kochen und reduziert Stress. Zeigen Sie Montagemöglichkeiten für kalte und heiße Temperaturen? Beide Montagemethoden eignen sich für unterschiedliche Klimazonen und Vorlieben. Bieten Sie eine kalorienarme oder verwöhnende Version an? Das Anbieten von Optionen erfüllt unterschiedliche Zielsetzungen des Publikums. Behandeln Sie Allergien und Kreuzkontaminationen? Klare Allergiehinweise schützen gefährdete Zuschauer. Geben Sie ungefähre Kalorienzahlen an? Kalorienschätzungen helfen den Zuschauern bei der Ernährungsplanung. Erstellen Sie druckbare Rezeptkarten für Abonnenten? Druckbare Karten erhöhen die Benutzerfreundlichkeit und die Kundenbindung. Führen Sie Geschmackstests vor der Kamera durch? Geschmackstests erhöhen die Authentizität und das Vertrauen der Zuschauer. Bittest du die Zuschauer, ihre Versionen beizutragen? Die Beiträge der Zuschauer fördern das Engagement und die Gemeinschaft. Reagieren Sie auf Kommentare, um eine Beziehung aufzubauen? Rechtzeitige Antworten schaffen eine treue Zuschauerbasis. Führst du Umfragen durch, um zukünftige Rezepte auszuwählen? Umfragen stärken die Zuschauer und leiten die Inhaltsstrategie. Optimierst du Thumbnails, um Klicks anzuziehen? Vorschaubilder müssen ehrlich und visuell ansprechend sein. Bringen sie unterhaltsame und lehrreiche Elemente in Einklang? Ein ausgewogener Ansatz sorgt für eine langfristige Zuschauerzahl. Schließen Sie kurze kulturhistorische Abschnitte ein? Kurze Geschichten bereichern die Rezepterzählung. Unterrichten Sie höfliches Essensvokabular für formelle Anlässe?
Formale Wörter helfen Lernenden in sozialen und beruflichen Kontexten. Empfehlen Sie, Getränke mit der Reisschale zu kombinieren? Tee oder leichtes Mineralwasser ergänzen die Aromen einfach. Besprechen Sie das Fermentieren von Schnellgurken zu Hause? Schnelle Gurken verbessern die Textur und sorgen für Säure. Gibst du Tipps zum sicheren Aufwärmen von Reis? Richtiges Aufwärmen verhindert Bakterienwachstum und bewahrt die Textur. Erklären Sie, wie man ausgewogene Makronährstoffe herstellt? Ausgewogene Schalen unterstützen Energie und langfristige Gesundheit. Fügen Sie ein abschließendes Segment mit Reflexion hinzu? Reflexion stärkt sowohl die Kochtechnik als auch das Sprachenlernen. Denken Sie, eine leichte Kontroverse über Authentizität hilft, Reichweite zu erzielen? Es kann Aufmerksamkeit erregen, aber es muss mit Respekt behandelt werden. Schlagen Sie Möglichkeiten vor, die Schale an globale Gaumen anzupassen? Je nach Geschmack schlage ich Gewürzstufen und Gewürzwechsel vor. Glauben Sie, dass Live-Kochstreams riskant sein können? Livestreams erhöhen die Unmittelbarkeit, reduzieren aber die Kontrolle. Werden Sie einen Backup-Plan für technische Probleme erstellen? Ein Backup gewährleistet Kontinuität und bewahrt das Vertrauen des Publikums. Planen Sie, durch Patenschaften oder Kurse Geld zu verdienen? Die Monetarisierung sollte auf Wert und Transparenz ausgerichtet sein. Beabsichtigen Sie, beim Kochen kurze Sprachübungen beizubringen? Sprachübungen, die in Stufen integriert sind, verstärken das Lernen auf natürliche Weise. Fördern Sie achtsames Essen als Teil des Unterrichts? Achtsames Essen verbindet Essen, Sprache und Wohlbefinden. Bieten Sie eine herunterladbare Vokabelliste an? Eine Liste unterstützt die Überarbeitung und erhöht die Aufbewahrung. Vergleichen Sie ein klassisches Rezept mit einer modernen Variante? Der Vergleich unterstreicht die Entwicklung und löst Diskussionen aus. Fördern Sie eine respektvolle Debatte über Authentizität? Respektvolle Debatten bilden, ohne die Zuschauer zu verprellen. Enthalten Sie einen Aufruf zum Handeln für Abonnenten? Handlungsaufforderungen sollten höflich und werteorientiert sein. Halten Sie die Sätze für die Lernenden kurz und formell? Kurze, formelle Sätze tragen zur Klarheit und zum Verständnis bei. Planen Sie, Segmente als Serie zu veröffentlichen, um ein anhaltendes Engagement zu gewährleisten? Eine Serie sorgt für Vorfreude und stetigen Lernfortschritt. Beenden Sie die Episode mit einer klaren Zusammenfassung? Eine Zusammenfassung bekräftigt die wichtigsten Koch- und Sprachpunkte. Wirst du die Zuschauer daran erinnern, respektvoll zu liken und zu abonnieren? Erinnerungen sollten sanft sein und den Nutzen für die Gemeinschaft hervorheben. Beabsichtigen Sie, monatlich neue Rezeptvarianten zu testen? Monatliche Tests sorgen dafür, dass die Inhalte aktuell und datengesteuert sind. Laden Sie Ernährungswissenschaftler gelegentlich zu Expertenfragen ein? Expertenwissen stärkt die Glaubwürdigkeit und den pädagogischen Wert. Planen Sie, Analysen zu analysieren, um Inhalte zu verfeinern? Analysen bilden die Grundlage für Entscheidungen und optimieren das Publikumswachstum. Erwägen Sie eine Zusammenarbeit mit Sprachlehrern? Die Zusammenarbeit vertieft das Unterrichtsdesign jeder Episode. Wirst du weiter mit Format und Tempo experimentieren? Beim Experimentieren wird herausgefunden, was Lernenden und Zuschauern am besten dient.
Denken Sie, dass die Gemüsereisschale zu einem Markenzeichen werden kann? Ein charakteristisches Gericht kann einen Kanal definieren und für Markenbekanntheit sorgen. Hast du noch einen letzten Tipp für Zuschauer, die das Rezept ausprobieren? Fangen Sie einfach an, probieren Sie oft und passen Sie sich mutig an. Fangen Sie einfach an, respektieren Sie die Zutaten und teilen Sie uns Ihre Version mit. Lektion 2. Die Essentials-Liste. Auf jeden Fall werde ich heute Abend eine Liste mit Snacks und anderen wichtigen Dingen erstellen. Dieser Plan wird sicherstellen, dass wir gut vorbereitet sind. Welche Arten von Snacks bevorzugen Sie auf Reisen? Ich bevorzuge nahrhafte Snacks, die leicht zu essen sind. Nüsse und Trockenfrüchte sorgen für langanhaltende Energie. Frisches Obst kann sich erfrischend und feuchtigkeitsspendend anfühlen. Ich werde Äpfel und Bananen zur Abwechslung mit einbeziehen. Ich hätte gerne Proteinriegel für anhaltende Stärke. Ich werde Riegel mit ausgewogenen Nährstoffen und wenig Zucker wählen. Gesunde Sandwiches eignen sich für schnelle Mahlzeiten. Ich werde Sandwiches mit Vollkornbrot und magerem Protein zubereiten. Vergessen Sie nicht die Optionen für diätetische Einschränkungen. Ich werde glutenfreie und vegetarische Speisen anbieten. Flüssigkeitszufuhr ist auf langen Reisen unerlässlich. Ich werde wiederverwendbare Wasserflaschen und Elektrolyttabletten einpacken. Tragbare Utensilien und Servietten werden nützlich sein. Ich bringe Edelstahlbesteck und Stoffservietten mit. Wird eine kleine Kühlbox für verderbliche Artikel mitgeliefert? Ein kompakter Kühler hält Milchprodukte und Salate frisch. Erwägen Sie, aus Gründen der Sauberkeit parfümierte Feuchttücher einzupacken. Feuchttücher erfrischen uns bei Stopps auf der Straße. Händedesinfektionsmittel schützt vor Keimen. Ich werde Desinfektionsmittel und antiseptisches Spray auf Alkoholbasis hinzufügen. Ein kleines Erste-Hilfe-Set ist aus Sicherheitsgründen unverzichtbar. Ich werde Pflaster, Bandagen, Antiseptika und Schmerzmittel zusammenstellen. Vergessen Sie nicht Medikamente und Allergiebedarf. Ich packe alle verschriebenen Medikamente und Antihistaminika ein. Eine Powerbank verhindert eine Belastung des Telefonakkus. Ich werde vor der Abreise eine Powerbank mit hoher Kapazität aufladen. Tragbare Ladegeräte für Kameras werden von Vorteil sein. Ich bringe zusätzliche Kameraakkus und ein Ladegerät mit. Bitte fügen Sie eine kompakte Taschenlampe oder Stirnlampe bei. Eine kleine LED-Taschenlampe hilft bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein Multitool kann unerwartete Probleme lösen. Ich packe ein Multitool in Reisegröße mit wichtigen Funktionen ein. Karten und gedruckte Wegbeschreibungen bleiben offline nützlich. Ich drucke eine Papierkarte aus und speichere Offline-Karten auf meinem Handy. Bargeld und lokale Währung helfen in abgelegenen Gebieten. Aus Gründen der Flexibilität werde ich eine Mischung aus Bargeld und Karten bei mir haben. Ein Reiseschirm und eine wasserdichte Schicht schützen vor Regen. Ich werde eine leichte wasserdichte Jacke und einen kompakten Regenschirm beilegen. Bequeme, zusätzliche Socken können Blasenbildung verhindern. Ich werde der Liste zusätzliche Paar atmungsaktiver Socken hinzufügen. Ein Reisekissen verbessert die Ruhe bei langen Fahrten. Der Einfachheit halber bringe ich ein aufblasbares Nackenkissen mit. Ohrstöpsel und eine Augenmaske sorgen für einen erholsamen Schlaf.
Ich werde beides einpacken, um eine gute Erholung an unbekannten Orten zu unterstützen. Wird ein kleines Nähset für schnelle Reparaturen mitgeliefert? Ich werde ein kompaktes Nähset mit Faden und Nadeln beilegen. Ein Notizblock und ein Stift ermöglichen schnelle Notizen und Tagebucheinträge. Ich bringe ein robustes Notizbuch und einen Satz Stifte mit. Ein kompaktes Fernglas kann die landschaftliche Sicht verbessern. Ich werde ein leichtes Fernglas für Wildtiere und Ausblicke einpacken. Müllsäcke helfen dabei, das Fahrzeug sauber zu halten. Ich werde kleine und große wiederverschließbare Beutel für Abfall und Aufbewahrung beilegen. Ziehen Sie umweltfreundliche Verpackungen in Betracht, um Abfall zu reduzieren. Ich werde wiederverwendbare Behälter wählen und Einwegkunststoffe vermeiden. Ein kleines Toilettenset unterstützt die Körperpflege. Ich werde Zahnbürsten, Zahnpasta und Toilettenartikel in Reisegröße einbeziehen. Sonnenschutz und Insektenschutz sind in Küstennähe wichtig. Ich werde Breitspektrum-Sonnenschutzmittel und EED-freie Abwehrmittel auswählen. Eine kompakte Decke sorgt an kühlen Abenden für Wärme. Ich werde eine dünne, isolierende Reisedecke für mehr Komfort mitbringen. Eine Karte der örtlichen Rettungsdienste kann beruhigend sein. Ich werde Notrufnummern und nahegelegene medizinische Zentren notieren. Bereitest du eine Checkliste vor, um die Artikel zu überprüfen, bevor wir gehen? Ich erstelle eine detaillierte Checkliste und kreuze beim Packen die Artikel an. Wenn wir die Checkliste teilen, können wir die Verantwortung besser koordinieren. Ich werde die Checkliste teilen und jedem von uns Punkte zuweisen. Die Planung von Snacks und dem Nötigsten kann den Stress auf der Reise reduzieren. Eine durchdachte Vorbereitung ermöglicht es uns, die Reise in vollen Zügen zu genießen. Planen Sie auch besondere Leckerbissen oder Genüsse ein? Ich werde eine kleine Auswahl an köstlichen Snacks zum Feiern hinzufügen. Ein bescheidener Leckerbissen kann die Stimmung ohne Übermaß heben. Ich werde Leckereien mit gesunden Optionen für Wohlbefinden in Einklang bringen. Sollten wir das Auto nach Platz und Aufbewahrungsmöglichkeiten inventarisieren? Ich werde den Kofferraum ausmessen und ein kompaktes Packlayout planen. Durch effizientes Packen wird der Zeitaufwand für das Umstellen an Haltestellen reduziert. Ich werde Verpackungswürfel und beschriftete Behälter verwenden, um die Ausrüstung zu organisieren. Stellen Sie sicher, dass alle verderblichen Artikel sicher aufbewahrt werden? Ich werde verderbliche Waren in isolierte Behälter mit Eisbeuteln legen. Ein einfacher Speiseplan reduziert die Entscheidungsmüdigkeit auf der Straße. Ich werde für jeden Tag einen Speiseplan mit flexiblen Alternativen erstellen. Gemeinschaftliche Snacks fördern den gemeinsamen Genuss auf Reisen. Ich werde Schalen und kleine Teller auswählen, die gemeinsam genutzt werden können, um das Teilen zu fördern. Stellen Sie eine kurze Liste mit lokalen Köstlichkeiten zum Probieren zusammen. Ich werde lokale Spezialitäten recherchieren und sie als optionale Stopps markieren. Die Verkostung lokaler Lebensmittel kann eine kulturelle und sprachliche Übung sein. Das laute Beschreiben von Aromen unterstützt die praktische Sprachpraxis. Werden auch Hygienebeutel für gebrauchte Taschentücher und Einwegartikel mitgeliefert? Ich werde biologisch abbaubare Beutel verpacken, um sie verantwortungsbewusst zu entsorgen. Kontaktinformationen für Notfälle sollten zugänglich und sichtbar sein. Ich werde ein gedrucktes Kontaktblatt in das Handschuhfach legen. Wirst du die Verfallsdaten aller Verbrauchsmaterialien überprüfen? Ich werde die Daten überprüfen und alle fragwürdigen Artikel verwerfen.
Ein kleiner Herd oder ein tragbarer Wasserkocher können bei warmen Getränken helfen. Ich werde einen Kompaktofen nur dann einbauen, wenn er an geplanten Standorten erlaubt ist. Bei der Verwendung eines Kochgeräts gelten Sicherheitsvorkehrungen. Ich werde einen kleinen Feuerlöscher dabei haben und die örtlichen Vorschriften befolgen. Bereiten Sie Etiketten für Behälter vor, um Allergien zu identifizieren? Ich werde alle Lebensmittelbehälter mit Zutaten und potenziellen Allergenen kennzeichnen. Klare Etiketten schützen die Gesundheit und unterstützen gemeinsame Mahlzeiten. Wirst du einen kleinen Fonds für unerwartete Einkäufe bereitstellen? Ein Notfallfonds wird unvorhergesehene Bedürfnisse während der Reise decken. Ich werde ein bescheidenes Notfallbudget bereitstellen und Aufzeichnungen führen. Sollen wir eine kompakte Unterhaltungstasche für Pausen vorbereiten? Ich packe eine kleine Tasche mit Karten, Reisespielen und einem Roman ein. Gruppenaktivitäten können die Konversation und den Sprachgebrauch vertiefen. Ich werde mir kurze Sprachspiele ausdenken, die ich während der Stopps spielen kann. Bestätigen Sie die Verfügbarkeit von Kühlgeräten in unseren Unterkünften? Ich werde vorher anrufen und die Kühl- und Lagerungsoptionen bestätigen. Die Kommunikation mit den Gastgebern verhindert Überraschungen in letzter Minute. Ich werde eine kurze Nachricht senden, um unsere Ankunftszeit und Bedürfnisse zu bestätigen. Sorgen Sie für saubere Aufbewahrungsbehälter für Reste? Ich bringe luftdichte Behälter mit, um Reste sicher aufzubewahren. Eine Endkontrolle aller Gegenstände vor der Abreise gewährleistet die Einsatzbereitschaft. Ich werde anhand der Checkliste eine vollständige Inspektion durchführen und den Abschluss bestätigen. Lektion 3: Kaffeeauswahl und Kultur. Cappuccino und Lattes. Ich nehme einen Cappuccino. Wie steht's mit dir? Ich werde einen Latte wegen seiner glatten Textur wählen. Was magst du am meisten an einem Latte? Ich genieße die cremige Milch und den subtilen Espresso-Geschmack. Was reizt dich an einem Cappuccino? Ich bevorzuge den ausgewogenen Schaum und die stärkere Kaffeepräsenz. Erwägen Sie Milchalternativen bei der Bestellung? Aus Gründen des Geschmacks und der Nachhaltigkeit frage ich oft nach Hafermilch. Verändert die Wahl der Milch den Charakter des Kaffees? Es verändert das Mundgefühl und manchmal die wahrgenommene Süße. Haben Sie einen Trend zu handwerklichen Coffeeshops bemerkt? Handwerklich gefertigte Kaffees legen Wert auf Herkunft, Braten und Braukunst. Beeinflussen Coffeeshops der dritten Welle den Mainstream-Geschmack? Sie haben sortenreine Bohnen und präzises Brauen populär gemacht. Werden sich solche Trends auf die Preise in Cafés in der Nachbarschaft auswirken? Preiserhöhungen folgen oft einer höheren Qualitäts- und Spezialisierung. Könnten höhere Preise den Zugang zu Qualitätskaffee einschränken? Es könnte, was zu Ungleichheit in den alltäglichen kulturellen Erfahrungen führen würde. Ist es umstritten, für einfache Getränke Prämiensätze zu erheben? Bei Preisdebatten geht es um Wert-, Arbeits- und Lieferkettenfaktoren. Recherchieren Sie vor dem Kauf die Herkunft von Bohnen? Ich lese manchmal Röstnoten, um die Geschmackserwartungen zu verstehen. Wirkt sich die Herkunft der Bohnen auf ethische Belange wie den fairen Handel aus? Die Herkunft beeinflusst die soziale Verantwortung und den Lebensunterhalt der Landwirte. Sollten Verbraucher ethisch gewonnenem Kaffee den Vorzug geben? Ethische Beschaffung unterstützt nachhaltige Landwirtschaft und faire Löhne.
Können Verbraucher ethische Behauptungen von Marken überprüfen? Die Überprüfung erfordert Zertifizierungen und transparente Lieferketten. Ist das Café-Ambiente einer der Gründe, warum sich Menschen für Cappuccinos entscheiden? Das Ambiente verbessert das soziale und sensorische Kaffeeerlebnis. Sind Latte-Art und Präsentation für den modernen Kunden wichtig? Visuelles Handwerk kann Geschicklichkeit signalisieren und den wahrgenommenen Wert erhöhen. Ist Latte-Art eine sinnvolle Fähigkeit oder nur dekorativ? Es ist sowohl eine ästhetische Fähigkeit als auch ein Zeichen der Barista-Ausbildung. Könnte die Präsentationsbesessenheit vom Geschmack ablenken? Eine zu starke Betonung des Aussehens kann manchmal eine schlechte Extraktion verschleiern. Bevorzugen Sie eine stärkere oder mildere Espresso-Basis? Ich bevorzuge einen milderen Espresso, der gut zu Milch passt. Finden Sie, dass Cappuccinos besser zum Frühstück geeignet sind? Cappuccinos passen gut zu morgendlichem Gebäck und leichten Mahlzeiten. Sind Lattes als Tagesgetränke anpassungsfähiger? Lattes eignen sich für längere Gespräche und ungezwungene Arbeitssitzungen. Sollte die Kaffeekultur individuelle Vorlieben offen respektieren? Der Respekt vor Präferenzen fördert integrative und vielfältige Kaffeeräume. Haben Kaffeestile weltweit eine kulturelle Bedeutung? Kaffeerituale spiegeln Geschichte, Region und soziale Gewohnheiten wider. Widersprechen Espresso-Kultur und Filterkaffeekultur manchmal? Sie betonen unterschiedliche Werte, Intensität versus Klarheit. Könnte dieser Konflikt zu einer polarisierenden Debatte unter Enthusiasten werden? Es kommt zu hitzigen Debatten, die jedoch häufig Neugier und Innovation anregen. Werden Instant-Kaffee und Kaffeespezialitäten unfair beurteilt? Instant-Kaffee wird trotz Servierkomfort und Zugänglichkeit stigmatisiert. Sollte Bequemlichkeit als legitime Wahl anerkannt werden? Bequemlichkeit unterstützt ein geschäftiges Leben und kann eine praktische Option sein. Denken Sie, dass soziale Medien bestimmte Kaffeetrends gehypt haben? Soziale Plattformen verstärken die Ästhetik und sorgen für schnelle Trends. Kann ein Hype zu unnachhaltigen Modeerscheinungen beim Kaffeekonsum führen? Modeerscheinungen können zu Verschwendung und kurzlebigen Angebotsengpässen führen. Ist Nachhaltigkeit heute ein dringendes Anliegen für Cafés? Viele Cafés setzen auf Kompostierung, Recycling und ethische Beschaffung. Werden die Kunden etwas höhere Preise für umweltfreundliche Praktiken akzeptieren? Einige werden es tun, wenn Transparenz und Wert mit den Kosten einhergehen. Glauben Sie, dass die Barista-Ausbildung auch Ethikunterricht beinhalten sollte? Eine Ethikausbildung würde die Industriestandards und die Rechenschaftspflicht stärken. Könnte die Befürwortung von Kaffeemarken durch Prominente zu Kontroversen führen? Verbindungen zu Prominenten können die wahren Beschaffungs- und Marketingmotive verschleiern. Sollten Influencer Patenschaften offenlegen, wenn sie für Cafés werben? Eine vollständige Offenlegung wahrt das Vertrauen und entspricht den Vorschriften. Kann die Latte-Kultur eine Plattform für Sprachlerninhalte sein? Coffeeshops bieten reale Umgebungen zum Üben von Konversationen. Würden kurze Dialoge in Cafés Englischlernern zugutekommen? Praktische Dialoge modellieren natürliche Interaktionen und Vokabeln. Sollten solche Lektionen Smalltalk und Bezahlphrasen beinhalten?
Diese Sätze sind für Kompetenz und Selbstvertrauen in der Praxis unerlässlich. Ist die Etikette bei der Bestellung von Kaffee in verschiedenen Ländern wichtig? Die Etikette ist unterschiedlich und erfordert kulturelle Sensibilität und Beobachtung. Sorgen Trinkgeldpraktiken für Verwirrung bei internationalen Besuchern? Die Trinkgeldnormen sind sehr unterschiedlich und können zu unangenehmen Momenten führen. Sollten Cafés Touristen klare Hinweise zum Trinkgeld geben? Eine klare Beschilderung oder Anleitung des Personals würde Unsicherheit und Stress reduzieren. Könnte eine Debatte zwischen Cappuccino und Latte größere soziale Kommentare auslösen? Es kann Klasse, Geschmack und Zugangsthemen innerhalb der urbanen Kultur widerspiegeln. Gibt es gesundheitliche Überlegungen bei der Auswahl von Milchgetränken? Milch fügt Kalorien und Laktose hinzu, was die Ernährungsgewohnheiten beeinflussen kann. Sollten Cafés Nährwerte für ihre Getränke anbieten? Ernährungstransparenz ermöglicht fundierte Verbraucherentscheidungen. Werden zuckerreduzierte Optionen in Cafés immer mehr zum Mainstream werden? Die Nachfrage nach zuckerärmeren und maßgeschneiderten Optionen steigt. Glauben Sie, dass Kaffeespezialitäten bald mehr Technologie integrieren werden? Automatisierung und Präzisionswerkzeuge werden wahrscheinlich Handwerkskunst mit Beständigkeit verbinden. Könnte die Automatisierung die kreative Rolle des Barista einschränken? Automatisierung kann die Qualität standardisieren und gleichzeitig den handwerklichen Ausdruck verändern. Gibt es Platz für Hightech und menschenzentrierte Kaffeeerlebnisse? Viele Verbraucher schätzen beides, je nach Kontext und Präferenz. Sollten Gemeinschaftsveranstaltungen in Cafés mehr als nur den Kaffeeverkauf fördern? Gemeinschaftsveranstaltungen können Lernen, Kultur und lokale Netzwerke fördern. Könnten Coffeeshops zu Zentren für Treffen zum Sprachaustausch werden? Sie sind natürliche Orte für informelle Praxis und kulturellen Austausch. Wird der Kaffeewortschatzunterricht Online-Sprachlerner anziehen? Der Unterricht zum Thema Kaffee verbindet Interesse und praktische Anwendung. Sollten YouTuber bei Kaffee-Inhalten auf kulturelle Aneignung achten? Achtsamkeit verhindert Fehldarstellungen und respektiert Quellgemeinschaften. Ist es umstritten, bestimmte Kaffeestile als überlegen zu bezeichnen? Geschmackshierarchien können unterschiedliche Praktiken verfremden und abtun. Wie können Inhalte gehypt bleiben und dennoch kulturell respektvoll sein? Eine lebendige Präsentation mit sachlichem Kontext und Respekt wird die Zuschauer ansprechen. Bestellst du jetzt einen Cappuccino, um ihn mit meinem Latte zu vergleichen? Das werde ich, und wir können das Ordnen von Phrasen und einen höflichen Dialog üben. Ich bezahle für beide und wir können Geschmacksunterschiede besprechen, während wir nippen.